Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir hier die B-Klasse B180 CDI, Baujahr 2015, 3. 2015. Das ist der 1,5 Dieselmotor. Und bei dem wollen wir einmal Automatikgetriebeöl wechseln. Und speziell das Getriebe ist, die Getriebenummer ist 724020. Und ja, bei dem wollen wir Automatikgetriebeöl wechseln. Sollte bei, ich glaube, alle 5 Jahre oder 100.000 gemacht werden. Sollte gemacht werden, genau. Und ja, wir gucken uns den ganzen Satz gleich mal an. Zu empfehlen ist es, dass man sich einen Peilstab besorgt, um das Ganze zu messen. Oder nachher zu Mercedes hinfahren und das Ganze prüfen lassen. Den Peilstab habe ich jetzt gerade nicht. Wir werden versuchen, das Ganze mal zu machen und anschließend mal auch bei Mercedes prüfen lassen, weil er hat 2 Filter. 2 Filter werden ausgetauscht. Und natürlich kann man jetzt, es ist schwierig, die Ölmenge, die rausgelaufen ist, wieder die gleiche Ölmenge, also man müsste die gleiche Ölmenge plus, sagen wir mal, einen halben Liter mehr reinmachen. Und wichtig, worauf es noch zu achten ist, ob ihr einen Punkt auf dem Getriebeöldeckel habt. Und zwar, da sitzt einmal der Getriebeeinfüllstutzen und ob ihr hier einen Punkt habt. Denn das ist ganz, ganz wichtig, wenn da ein Punkt ist, dann sollte euer Getriebe einen zusätzlichen Öladditiv bekommen. Das ist wichtig, also wenn da ein weißer Punkt ist, dann braucht ihr Öl und braucht noch zusätzlich so ein Öladditiv, was da mit rein soll. Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr keinen weißen Punkt drauf habt, dann ist es relativ egal. Standardsatz bestellen, Öl rein und ja, deswegen, das ist drauf zu achten. Und ich würde sagen, ach so, wichtig, Motor natürlich betriebswarm, beziehungsweise Getriebe betriebswarm. Also Motor schön auf 80 Grad haben. Ja, und ich würde sagen, bauen wir das Ganze aus und wechseln wir mal das Ganze. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. So sieht der Satz dann einmal aus. Dann habt ihr da drin. So, und zwar ist Folgendes drin. Einmal hier dieser Getriebeölfilter mit Dichtung, weil wir diesen Deckel seitlich abmachen müssen. Dann habt ihr nochmal einen Getriebeölfilter. Das ist der oben quasi reingeschraubt wird. Den sehen wir nachher. So sieht das Ganze da einmal aus. Dann haben wir hier noch einmal sämtliche Ölablassschrauben, Dichtungen. So sieht das Ganze einmal aus. Da haben wir einmal den Stopfen mit einem Magneten. Verschluss, der geht nämlich kaputt, wenn man das Ganze, wo man das Öl reinkippen will und die Dichtung. Zeige ich aber alles, wo sich das Ganze befindet. Und dann haben wir 6 Liter Öl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal an das Fahrzeug und dann zeige ich euch, wo was hingehört. So, und im Prinzip müssen wir den Luftfilterkasten einmal komplett ausbauen, damit wir an den Filter und an den Deckel dran kommen. Dann bauen wir mal alles aus.
Ich denke mal im Speed-Modus für euch. Hier oben können wir Folgendes sehen. Hier habt ihr einmal, wenn, dann ist hier dieser weiße Punkt. Und hier sitzt dann auch dieser Verschluss. Das ist der neue Verschluss. Aber der alte Verschluss, der wird bei euch, deswegen ist er auch neu dabei, weil er bei euch sehr wahrscheinlich kaputt gehen wird. Denn das Ganze hier macht man ab und dann drückt man den nach unten durch, diesen roten Stab. Und dann kann man den abmachen. Hier kann man mit dem Peilstab, mit dem original Mercedes passenden Peilstab einmal den Ölstand messen, weil sonst ist kein Peilstab dabei. In der Anleitung steht 4 Liter, 4 oder 5 Liter soll man befüllen. Hier sehen wir den ersten Ölfilter und hier sehen wir den Deckel. Wir können jetzt den Ölfilter abmachen und dann die 3 Schrauben von oben schon mal abschrauben. Und die restlichen Schrauben werden wir von unten sehr wahrscheinlich machen. Im 19er das Ganze einmal ab. Also hier einmal. Wurde auch schon mal gewechselt von Weiko. Wir haben von Weiko? Auch von Weiko. Oder das ist halt der Erstausrüster. So, den Ladedruckschlauch einmal ab. Den werden wir noch unten rausholen. Dann können wir den ganzen Deckel abschrauben. Die obersten können wir ja schon abmachen. Mit einem 30er Torx. Mit einem 30er Torx.
So, und den Rest können wir dann von unten abschrauben. Mit einem 14er Imbus schrauben wir einmal die Ölablassschraube ab. Und dann das Ganze einmal hier kann man sehen, ich hoffe, man kann sehen, da schon ein paar Abriebe, also das ist magnetisch und sammelt dann die Späne auf da. Da kann man dann halt den Abrieb sehen. Mal zumachen. So, dann das Ganze hier erstmal rein und dann schrauben wir die restlichen 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben ab. In der Mitte befinden sich auch noch welche. Hier haben wir auch nochmal solche Magnetscheiben. Hier können wir auch den Abrieb sehen, wie viel da schon drauf ist. Dann können wir die Geschichte auch rausholen. Wenn wir das Ganze raus haben, die Fläche natürlich sehr, sehr gut sauber machen. Auch entfetten das Ganze mit Bremsreiniger. Und die Gewindegänge auspusten. Dann nehmen wir den neuen Filter, die Dichtung ein bisschen einölen und dann kann das Ganze auch wieder rein. So. Das Ganze sitzt dann drauf. Anschließend natürlich die neue Dichtung rein.
das Ganze einmal sauber machen, neue Dichtung rein und das Ganze dann einmal wieder zusammenbauen. Erstmal natürlich überall die Schrauben ansetzen, nicht sofort festziehen. Und wenn alles angesetzt ist, dann das Ganze einmal festziehen. Das Ganze dann einmal festziehen. Den tauschen wir jetzt auch aus. Und dann ziehen wir das Ganze hier mit 30 Newtonmeter fest. So, anschließend natürlich den neuen Filter rein. Und dann den Deckel wieder drauf. Neue Dichtung, das Ganze hauchdünn fetten. Der Kollege bekommt 25 Newtonmeter. So, ich habe jetzt mal abgemessen. 4,5 Liter haben wir rausgeholt. Und man kann 4,5 natürlich wieder reinmachen oder ein bisschen mehr, weil Filter wird ja ein bisschen was reinbekommen und der Filter, der drin ist, das bedeutet 5 Liter werden wir reinmachen. Das natürlich bei Mercedes dann prüfen lassen mit dem Peilstab und hier mit einem Trichter einfach das Ganze reinkippen. Ich werde das hier jetzt nur mit einem Liter demonstrieren. Und so halt die ganze Zeit reinkippen das Ganze.
So, wenn dann genug drin ist, dann kann der Stopfen auch wieder drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze dann auch schon verriegeln oder halt noch lose lassen, um das Ganze bei Mercedes zu prüfen. So, dann bauen wir das Ganze rückwärts wieder zusammen. So, Ladedruckschlauch drauf. Dann den Bügel drauf. Das müsste es jetzt gewesen sein. Ja Leute, und so könnte das Ganze einmal aussehen. Natürlich Probefahrt auf Dichtheit prüfen. Mit dem Peilscher bei Mercedes das Ganze prüfen lassen, wenn ihr euch unsicher seid. Ansonsten die ganzen Werte zurücksetzen. Ihr kennt das ganze Prozedere. Aber so circa könnte man den Ölwechsel durchführen. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen. Alle wichtigen Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Und ja, durch den Trichter, das dauert echt ewig, bis das durchläuft. Aber dann hat man es sauber und so kann das Ganze aussehen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.